Neues Update bei Watcher of Williams und wir bekommen einen neuen Helden. Alles am Wochenende. Das und mehr. Bis gleich. Let's see. Hallo Freunde, welcome back zu einem neuen Watcher of Williams Video. Wir haben wieder mal ein Update. Eigentlich recht enttäuschendes, muss ich sagen. Das schauen wir uns gleich an und wir bekommen einen schicken neuen Helden am Wochenende in den Beschwörungsevents. Den schauen wir uns natürlich an. Ist er gut, ist er nicht so gut? Sehen wir gleich. Aber zunächst schauen wir mal, was uns im neuen Update erwartet, was am 10. März kommt. Eigentlich mehr ein Gildenkampf-Update, würde ich sagen. Also nicht sonderlich so viel Stuff. Morrigan wird ein bisschen geupdatet. Lü der Bindungsskill, der fliegende General Bindungsskill-Symbol wurde optimiert. Hallo, was ist das denn? Ist das ein News-Wert oder wie? Ja, ich habe ihn leider nicht, deswegen ist mir das Symbol so ziemlich schnuppe. Wir bekommen 4 neue Artefakte: Maske des dunklen Verlangens, chaotische Unheilsklingen für wen? Sehen wir jetzt noch nicht, ob es exklusive sind oder normale. Artefakt, Schattenblick, Effekt angepasst. Okay, also eigentlich nichts sonderlich weltbewegendes. Was interessant ist, Gildenkrieg, man hat nur noch 5 Angriffe demnächst statt 8. Ich weiß nicht, wollen die uns den Content eigentlich kürzen oder ich dachte mal, mehr Content soll kommen. Und jetzt das bisschen Content, was wir momentan haben, wird jetzt noch zusammengestanzt. Ja, weiß nicht, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Ja. Und Belohnungen werden ein bisschen verbessert. Also es gibt mehr Gildenmedaillen. Das ist ganz cool, weil dann bekomme ich auch mehr hm, Skill-Kristalle zusammen. Die sind ja doch recht teuer. Ja, neue Karten kommt, das ist gut. Ja. Und ansonsten Dämonensoldaten werden ein bisschen gebufft. Bisschen mehr LP, weniger Def. Also nichts Weltbewegendes. Gildenkrieg S7 für die Stulpen des Gladiators. Das ist dann für die Kescher-Gilden. Interessiert uns eigentlich jetzt nicht so sehr. Was ganz interessant ist, es kommen neue Maps bei den Fraktionskriegen. Ich weiß nicht, ob damit schon die neuen Maps gemeint sind. Bei Prüfungsstufen. Der Esoteriker und Wächter betrifft, wo auch exklusive Fraktionsausrüstung ob da zumindest eine Chance da ist. Da bin ich mal gespannt. 2 neue Fraktionsprüfungserfolge hinzugefügt. Ein paar Erfolge generell wurden noch hinzugefügt, also Erfolge, Belohnungen. Ja, ein bisschen mehr. Aber mir fehlt, wie gesagt, eindeutig der neue Content. Also immer noch nichts. Sieht echt aus im März. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass bis Ende März neuer, größerer PvE und vielleicht noch ein bisschen PvP-Content kommt, aber sieht momentan nicht danach aus. Ja. Ja, neue Herausforderungen in der Fraktionsprüfung. Das sind ja neuen Maps. Die Fraktionsprüfung des Wächters und der Esoteriker werden zuerst verfügbar sein. Weitere Fraktionsprüfungen folgen später. Bin mal gespannt. Ja. Stufe 13 bis 15. Wobei Stufe 15 eine Boss-Stufe ist. Ja. Also ehrlich gesagt, es ist ja ganz nice, dass ein paar Stufen dazukommen, aber es ist nicht der Content, den ich mir erwarte. Ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Sei es drum. Also ein kleineres Update, aber
Das, was uns interessiert, ist natürlich der neue Held und der sieht sehr schick aus und den schauen wir uns jetzt mal an. So sieht der neue Held oder die neue Heldin aus. Ist es weiblich, ist es männlich? Ich weiß, in Deutschland spielt das keine Rolle bei euch, aber äh, es ist ja ein internationales Spiel. Ja, deswegen müssen wir hier ein Geschlecht bestimmen. Also ich würde mal sagen, es sieht ziemlich weiblich aus, die Frostfuchs-Chimäre. Ja. Schützen-Unit, also Bogenschütze, man kann es ja leicht erkennen am Bogen schon. Aber Nordländer-Fraktion, das ist eigentlich interessante. Nordländer bin ich sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Okay, mir fehlt hier König Harz, aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus bei mir. Hm, sie fehlt mir noch, Falzia. Für die habe ich 3 exklusive Artefakte am Start. Aber ich bekomme sie einfach nicht. Ja. Und naja, aber ansonsten sieht es bei mir eigentlich ganz gut aus. Eine Schützen-Unit ist hier eigentlich noch gar nicht dabei, oder? Also zumindest keine Legi. Also der erste legendäre Schütze in der Nordländer-Fraktion. Das ist natürlich interessant. Viele Magier, aber keine Schützen. Deswegen, ich bin mal gespannt auf ihr Skillset. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich kann jetzt schon mal sagen, es ist eine Einzelziel-Angriffs-Unit mit einem AOE und Crowd Control, also CC-Unit durch ihren Freeze, also ihren Frost Slow. Gehen wir es der Reihe nach mal durch. Also erster Skill ist klar, fügt ein Gegner einmal 100% Damage zu. Einheiten in der Luft werden bevorzugt. Ich kann jetzt schon mal zu sagen, Anti-Luft-Unit Arena. Ja. Gehen wir es an. Zweite Skill. Eigentlich hat sie nur 2 Skills. Andere hier sind passive und Automatic Skills. Also jeder Einzelangriff auf dem normalen ersten. Und dann haben wir hier einen verursacht 400% Damage an bis zu 8 Gegnern in Reichweite. Ja, und sie hat eine sehr, sehr gute Reichweite. Das sind 2, 3, 4, 5 Felder. Er oder sie, Lynx, ich habe ja gesagt, es ist sie, also wäre sie jetzt in der Durchbrucher-Fraktion gewesen, hätte sie durch den Lord Leader Skill ein Feld mehr. Und das wäre natürlich OP gewesen. Ja? Weil wir wissen ja, Lord Leader Skill in der Durchbrucher-Fraktion bekommt man ein Angriffsfeld dazu. Und das wäre zu krass gewesen, weil sie hatte so ohnehin schon ein sehr weites Ziel. Ja, also erhöht den Damage-Multiplikator um 200% gegen Gegner, die mit tiefen Frost oder Einfrieren belegt sind. Also Einfrieren kennen wir, normaler Freeze, also ein Slow. Und der tiefen Frost auch hier verringert die Bewegungsgeschwindigkeit um 25% bis zu 3-mal stapelbar. Bei Erreichen von 3 Stapeln wird das Ziel für 2 Sekunden eingefroren. Gilt nicht für Ziele, die bereits mit Einfrieren belegt sind, ist klar. Und eingefroren ist also komplett Freeze. Also wir haben hier einen Slow und einen Freeze. Ja. Gleichzeitig wird eine Frostdomäne mit einem Radius von 2 Feldern voraus erstellt. Das sehen wir hier. Also sie greift an. Oh, mal, na. Okay, das ist diese Frostdomäne. Also ein AOE Slow mit einer Chance auf einen Freeze. Bis zu 8 Gegnern Reichweite, kannst du eigentlich sagen, ist ein AOE. Ja, also 8 Gegnern ist eine AOE. Also Frostdomäne fügt alle 2 Sekunden bis zu 8 Gegnern in der Nähe einen Stapel Tiefenfrost für 3 Sekunden zu. Ja. Geht aber nicht hoch. Geht nicht hoch nach Skill-Ups. Nur der Damage geht hoch und die Skillkosten gehen runter. Also, bin gespannt, wie der Damage ausfällt. Machen wir hier weiter.
erste passive Eisbohr-Pfeil. Unterangriff hat eine Chance von 30%, 2 Eisbohrer auszulösen. Der Eisbohrer fügt einem zufälligen Gegner innerhalb von 2 Feldern 100% Damage zu. Damage-Multiplikator gegen Einheiten in der Luft wird um 50% erhöht. Deswegen habe ich gesagt, Arena Anti-Luft-Unit. Wir haben hier Slow mit drauf, Freezing. Ja, und sie geht primär auf Luft-Units. Macht einen erhöhten Damage. Das ist natürlich richtig geil. Und wie ihr seht ja schon, Kosten von 12 nur. Das ist Silas-Niveau. Ja, das ist Silas-Niveau. Also Kosten 12, kosten sehr wenig in der Arena. Deswegen wird sie da natürlich, auch wenn Arena langweilig ist momentan, muss ich sagen, ist es eine ganz klare Arena-Unit. Ja, aber natürlich auch woanders einsetzbar, vielseitig eigentlich, durch den AOE Freeze und den AOE Slow. Ja, also in sehr einigen Dungeons auch spielbar. Gerade in Kombo mit anderen Helden, die auch einen Freeze haben. Ja, wie zum Beispiel Marie. Ja. Okay, Eisbohrer. Wie gesagt, die Auslöschchance erhöht sich mit tiefen Froststapeln. Wenn das Ziel auch mit Einfrieren belegt ist, erhöht sich die Chance auf 100%. Ja, also die 30%, die gehen auch noch mal ein bisschen hoch nach Awakening später. Und hier haben wir noch mal ein Auto, den Frostriss. Alle 12 Sekunden wird beim nächsten Grundangriff stattdessen 160% Damage an 3 Gegnern Reichweite verursacht und einen Stapel tiefen Frost zugefügt. Ja. Also einmal auf 8 Units, dann haben wir hier auf 3 Units. Also eigentlich kann ich sagen, es ist schon eine AOE-Unit, auch wenn der erste hier ein Einzelangriff ist. Ja, der Grundangriff Einzeldamage. Aber doch auch hier 4 Felder Reichweite. Ist auch nicht schlecht. Ja, muss man mal schauen, was da letztendlich an Damage rauskommt. Talent haben wir. Jeder Grundangriff hat eine Chance von 30%, einen Stapel Tiefenfrost zuzufügen. Also mit ihrem normalen Angriff. Ja, Auslösechance erhöht sich um zusätzliche 30% gegen Einheiten in der Luft. Deswegen habe ich gesagt, die ist auf Luft-Units fokussiert. Da hätten wir 60%. Ja, das ist natürlich schon nice. Ja. Und nochmal 30% mehr Damage auf Luft-Units. Ja. Also, wird wahrscheinlich ein guter, sehr guter Damage-Healer, je nachdem, mit wem man sie halt spielt. Wenn man sie mit einer anderen Frost-Unit in Combo spielt. Und starke CC-Control natürlich. Hier aber den Eisbohrer hat eine Chance von 60%, Gegnern einen Stapel Tiefenfrost zuzufügen. Also schon bereits auf dem ersten liegend. Ja, das ist natürlich ganz cool. Also einmal Awakened wird sich, und hier Eisbohrpfeil. Eisbohrer kann auch den Eisbohrpfeil auslösen, um Eisbohrer zu erzeugen. Ja, das war der Skill hier. Das ist auch. Ja, aber es sieht schon echt schick aus, oder? Also Nordländer Fraktion, schon wieder Fuchs. Wir hatten doch letztens erst eine Fuchs-Unit. Ja, also die Asiaten, die haben sie irgendwie mit Füchsen. Ja. Aber der Schwanz ist rot. Ne, pink. Ist ja auch ein Mädel, haben wir ja gesagt. Ist weiblich. Und wir sehen ja, sehe ich jetzt gerade, Marie ist der Nordländer Fraktion. Ich habe meine ganz am Anfang mal die ersten 2 Wochen gespielt, da habe ich sie nie wieder angefasst. Ja. Also Marie, die ja auch ihren Freeze hat, ist in der gleichen Fraktion und das macht sie natürlich perfekt kombinierbar mit Lynx der Neuen. Ja, denn sie hat natürlich ja auch Slow drauf und man kann das Ziel natürlich hier mit ihrem Schneesturm, hast du wirklich in sehr großen Radius, wo du permanent Slow auf die feindlichen Units geben kannst. Das ist natürlich
wird eine gute Kombo hier, ne? Mit Marie. Gleiche Fraktion. Bin ich mal gespannt. Und sie hat ja auch nur 13 Kosten in der Arena, also auch nicht so viel. Macht die natürlich sehr gut kombinierbar, also ein super Team für die kommende Arena, gerade Anti-Luft-Arena. Ja, aber ich bin gespannt. Mal schauen, ob wir ein bisschen lucky sind am Wochenende. Denn dieser Beschwörungs-Event am Wochenende, hier habe ich ihn gerade gehabt, ist sehr, sehr gut. Denn wir haben eine gute Rotation mit Elowine. Ja, wer ihn noch nicht hat, Greed, wer ihn noch nicht voll awakened hat, ist natürlich optimal. Wir haben hier 3 Units, wo es sich wirklich lohnt am Wochenende. Und Elowine natürlich, muss ich nichts mehr zu sagen, beste Top-Heiler im Game. Und sie wird erst richtig krass, wenn sie voll erweckt ist. Deswegen versuche ich hier unbedingt an Dupes zu kommen von Elowine. Und ja, also ich probiere natürlich auf sie zu gehen, aber so viele Steine habe ich gestartet. Denn wir haben ja am Wochenende noch die uralte Beschwörung, aber keine erhöhte Chance auf bestimmte Units. Nur die normalen erhöhten Chancen hier auf Chaos Dominion und Oberste Richter. Ja, also, naja. Bin mal gespannt, ob ich spare am Wochenende oder ob ich beschwören werde für die uralte. Aber sie sieht natürlich schon schick aus. Ne? Ich bin gespannt. Ja, Freunde, ich wünschte, ich hätte bessere News und ein längeres Video zum riesen Mega-Update, aber es ist halt noch nicht da. Ja. Ich habe auch schon nachgefragt. Ich hake wirklich permanent nach, wann jetzt mal ein richtig großes Major-Update kommt. Das könnt ihr mir glauben, aber ich habe noch nichts Greifbares. Auch auf dem Testserver. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Artefakte farmen, ihr wisst ja, seht ja bei mir, ich bin total blank. Ich farm nur Artefakte, für exklusive Artefakte momentan. Es ist eben so wichtig, dass ihr Artefakte Stufe 19 und 20 schafft. Ja, weil die exklusiven Artefakte sind wirklich OP für eure Helden und neuen Content, der dann später im Spiel kommt. Ja, so viel nur noch mal als Tipp für alle Neulinge und Midgame-Spieler hier im Spiel. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Die Woche kommen noch ein paar Spielvorstellungen von anderen Spielen aus dem App Store. Und dann mal schauen. Vielleicht habe ich ja was zum Beschwören am Wochenende. Da mache ich noch mal ein Beschwörungsvideo. Ansonsten warten wir hier, was so auf uns zukommt. Gerade mit dem neuen Gildenkrieg, wenn das Update dann da war. In diesem Sinne, keep on grinding. Euer Lobo.